Affiliate Marketing mit Produkten von Amazon. In diesem Video möchte ich mit dir darüber sprechen, ob du auch mit Produkten Geld verdienen kannst, die du gar nicht hast, gar nicht kennst und vielleicht noch nie benutzt hast. Ja, würde sagen, gar nicht kennst, ne? Also ja, das ist möglich, aber, und es ist ein ganz dickes Aber, möchtest du jemandem eine Empfehlung aussprechen über ein Produkt, das du gar nicht kennst oder noch nie in der Hand hattest? Das ist eine ethische Frage, ne? Also kann ich guten Gewissens jemandem etwas empfehlen, was ich selber noch nie benutzt habe? Eigentlich nein. Aber ich kann natürlich andere Dinge machen. Also ich kann mir ja auch nicht jedes Produkt kaufen, dann darüber eine Review machen, also eine Rezension machen und die Vor- und Nachteile aufzählen und erzählen, wie ich das benutze und was ich da genau benutze und womit ich das und wofür ich das. Also das geht auch nicht, weil da sind wir einige 100 € los, vielleicht sogar für jedes Produkt, wer weiß. Und dann wird das Ganze nicht mehr lukrativ oder erst irgendwann mal vielleicht lukrativ. Wie kann ich das Ganze umgehen? Das ist hier die große Frage. Wie kann ich ein ethisches Affiliate-Marketing betreiben und dennoch Produkte empfehlen oder vorstellen, die ich vielleicht gar nicht kenne? Ja. Es gibt eine Möglichkeit, ja, indem du das offen sagst. Ja? Also man kann durchaus, wenn man selber eine Recherche durchführt, ne, sagen wir mal, du suchst neue Schuhe und du hast jetzt 2 oder 3 verschiedene zur Auswahl. Du suchst Schuhe zum Joggen oder zum Walken und es sind halt verschiedene Schuhe. Ne? Also die einen sind von der einen Firma, von der zweiten und von der dritten Firma. Ich will jetzt ja auch gar keinen nennen. Es gibt verschiedene Schuhe und du schaust dir die an und du guckst dir die Vor- und Nachteile zu jedem Produkt an. Du recherchierst vielleicht nochmal über Google. Du guckst, was Amazon dazu schreibt. Du guckst, was die User dazu schreiben. Also du stellst dir einfach eine große Bandbreite an Informationen zu diesen 3 Produkten zusammen. Ja, wenn ich dann sage, ich habe noch gar keins von diesen 3 Produkten, aber ich habe mir jetzt 3 ausgesucht und es gibt verschiedene Vor- und Nachteile, warum ich das eine vielleicht über das andere nehme und vielleicht am Ende dann Kaufentscheidung X treffe, dann wiederum finde ich, ist es doch ein ethisches Affiliate-Marketing, weil ich habe ja nicht gesagt, dass ich das Produkt bereits besitze und die Qualität mich überzeugt. Ich habe nur gesagt, dass mich einige Eigenschaften, die dieses Produkt haben, überzeugt. Also ich kann durchaus eine Screenaufnahme machen, ne, am Computer und kann mir ein Produkt raussuchen bei Amazon und kann darüber sprechen und die Vor- und Nachteile aufzählen und dann das Ganze mit einem weiteren Produkt vergleichen und dann vielleicht noch mit einem dritten, vierten, fünften, je nachdem, wie viele ich habe, und kann damit eine Kaufentscheidung aussprechen, eine Entscheidung, nicht Empfehlung, dass ich mich für das eine oder andere entscheide, weil nach meiner Recherche das Beste für meine Lebenslage ist. Hier musst du natürlich mehr oder weniger von dir ausgehen, aber du kannst natürlich, wenn du die Vor- und Nachteile aufzählst, kann sich auch jeder ein eigenes Bild davon machen. Und dann wiederum finde ich, ist das ein ethisches Affiliate-Marketing. Du hast nichts vorgespielt, du hast nicht die Tatsachen verdreht, indem du einfach gesagt hast, ja, ich kenne all diese Produkte und das ist das Beste. Natürlich ist das teuerste, ist ja klar. Aber nein, also das hast du dann nicht getan. Du hast lediglich verschiedene Produkte vorgestellt, die für diesen Zweck geeignet sind. Und so kannst du natürlich auch eine Produktrezension machen und so kannst du natürlich auch ganz legal und ethisch korrekt deine Kaufentscheidung mitteilen. Ja, ich hoffe, das ist eine Art Idee für dich, gerade in der jetzigen Zeit, wo wir vielleicht nicht alle das Geld so locker sitzen haben und viel Geld für verschiedene Produkte ausgeben können, mag das eine Möglichkeit sein, Affiliate-Marketing zu betreiben und zwar schnell zu betreiben und Produkte auszusuchen. Und der Mehrwert liegt darin, dass du wirklich recherchierst über die Für- und Wider von jedem Produkt. Ja, ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, freue ich mich darüber, wenn du unseren Kanal abonnierst, uns einen Daumen nach oben da lässt und die kleine Glocke anklickst, damit du benachrichtigt wirst, wann immer ich ein neues Video poste. Und dann freue ich mich darauf, dich im nächsten Video wiederzusehen. Bis dahin, tschüss.